Hallo allerseits, willkommen zum Kanalupdate für November und Dezember 2019. Schon wieder das letzte Update für dieses Jahr. Wie immer schauen wir uns an, was es so Neues rund um den Kanal gibt, was für Termine anstehen, was ich in Arbeit habe und so weiter. Zuallererst mal möchte ich euch noch verspätete schöne Weihnachten wünschen. Ich hoffe, ihr hattet jetzt eine schöne Zeit mit eurer Familie und euren Freunden oder wer auch immer für euch wichtig ist und vielleicht auch etwas Zeit für den Modellbau. Üblicherweise ist es ja so, dass in der dunklen Jahreszeit der Modellbau eher zum Zug kommt. Man kann draußen nicht so viel machen, außer man ist Hausmeister und muss Schnee schaufeln oder man fährt gerne Ski oder so. Ich persönlich war an der Werkbank doch schon recht fleißig, würde ich meinen, und der Urlaub geht ja noch ein paar Tage, deswegen wird da noch das ein oder andere passieren hier. Kommen wir jetzt zu den aktuellen Terminen. Und zwar steht ja bald wieder die Spielwarenmesse Nürnberg an. Da werde ich am 1. Februar dort sein und mir das wieder mal anschauen und für euch natürlich auch dokumentieren. Das hat mir letztes Jahr sehr gut gefallen. War eine sehr interessante Veranstaltung, auch wenn es für einen Tag fast ein bisschen zu viel ist. Aber was soll's, nimmt es einfach gerne mit. Und was ich besonders interessant fand, war einfach, dass man da einfach tolle Leute treffen kann. Auch andere Modellbauer von YouTube, was ich sehr spannend finde. Und es wird jetzt dann 2020 wieder so sein. Und da freue ich mich schon total drauf, weil das ist einfach super, mit den Leuten abzuhängen und dann sich die ganzen Neuheiten auf der Spielwarenmesse anzuschauen. Weitere Termine habe ich für euch jetzt gegenwärtig nicht. Wenn, dann sind das alles Sachen, die in zukünftigen Updates genannt werden. Und auch sonst gibt es eigentlich relativ wenig Neuigkeiten zu berichten. Die letzten Wochen waren eher ereignisarm, möchte ich mal sagen. Es gibt aber eine Sache, über die ich kurz was sagen will, und zwar ist es das neue Gesetz COPPA, das jetzt dann am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Das COPPA steht für, ich muss es nachschauen, Children Online Privacy Protection Act. Also die Amerikaner mögen Abkürzungen, glaube ich, so gern wie wir Deutschen. Und das ist ein bisschen ein wirres Gesetz, was eben auch Auswirkungen haben kann auf YouTube und auch auf meinen Kanal. Da geht es eben darum, dass Videos oder Content, der potenziell für Kinder unter 12 Jahren, glaube ich, irgendwie interessant sein könnte, bei YouTube geblockt wird, beziehungsweise nicht mehr irgendwie so klar zu finden ist. Das kann meinen Kanal auch betreffen, eventuell. Ich weiß es nicht. Es ist auch sehr intransparent leider, weil es eben Modelle und der Modellbau doch eher in die Spielzeugecke gerückt werden kann. Das Bizarre an der Sache ist jetzt eben bloß, dass YouTube irgendwie hin und her gerissen zu sein scheint bei meinen Sachen. Also manche Sachen zum Beispiel kann ich keine Werbung einblenden lassen, weil es politisch inkorrekt sein könnte, weil es, ein Nazi-Panzer ist oder was auch immer. Aber gleichzeitig wird auch damit gedroht, dass das eben für Kinder interessant sein könnte und man es deswegen auch nicht irgendwie berücksichtigen kann. Also das finde ich sehr ärgerlich. Man sitzt als Modellbauer auf YouTube da irgendwie zwischen den Stühlen. Ja, ich weiß nicht, was passiert. Also es ist gut möglich, dass der Kanal mehr oder weniger in der Versenkung verschwindet, oder es kann auch einfach sein, dass gar nichts passiert, dass sich gar nichts ändert. Da lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen. Habe ich dann in irgendeiner Form einen Plan, um mich dem Ganzen zu entziehen? Ich habe jetzt einfach mal einen Account auf Dailymotion eingerichtet. Da sind allerdings noch keine Videos verfügbar, da habe ich mich noch nicht näher mit beschäftigt. Aber sollte mit dem YouTube-Kanal hier irgendwie was passieren, dass das im Prinzip uninteressant wird für mich, dann werde ich woanders weitermachen. Also sei es auf Dailymotion oder Instagram oder was auch immer. Also ich werde wieder irgendeine Plattform finden, wo ich mich dann eben einbringe und meine Sachen teile. Gut, machen wir weiter mit den Projekten, die ich seit dem letzten Update fertiggestellt habe. Hier seht ihr meine rhodesische Hawker Hunter von Revelle Maßstab 1:72. Im letzten Update habt ihr ja das Modell im Rohbauzustand gesehen und dann ging es auch wie erwartet relativ schnell. An so einem kleinen Flugzeugmodell ist jetzt auch nicht so viel dran. Bemalt habe ich das Flugzeug mit Acrylfarben von Revell. Die funktionieren für mich einfach super, auch bei Flugzeugen. Und dann kam noch ein Ölfarbenwash drüber und die Abziehbilder von Extra Decal.
Mit dem bin ich sehr zufrieden, die haben wirklich hervorragend funktioniert. Bin da immer ein bisschen skeptisch bei so Aftermarket-Abziehbildern, aber die hier sind wirklich spitze, da fehlt sich nichts. Das werde ich auch in Zukunft verwenden, wenn es sich irgendwie anbietet. Natürlich muss ein Modell von mir auch einen kleinen Dioramensockel bekommen. Ich habe mich jetzt hier für ein einfaches Flugfeld entschieden. Das ist ganz simpel, das ist einfach nur ein Holzbrett, außenrum mit Balsaholzplatten verkleidet. Das Flugfeld selber ist eine Plastikplatte, die ich eben entsprechend graviert habe. Und hier drüben haben wir dann noch eine Grasmatte von Noch und ja, viel mehr ist es auch nicht. Also wirklich sehr simpel. Flugzeuge geben jetzt zum Thema Diorama einfach nicht so viel her. Ja, aber ein Flugfelddiorama habe ich jetzt auch noch nie gebaut. Deswegen war es jetzt mal an der Zeit. Alles in allem war das wirklich ein sehr interessantes und kurzweiliges Projekt. Werde ich vielleicht in Zukunft öfter mal machen, dass ich so kleine Modelle mal einfließen lasse. Ich habe ja im Maßstab 1:72 das eine oder andere im Depot. Ist einfach eine nette Abwechslung und geht auch mal ein bisschen zügiger. Das zweite fertige Projekt kennt ihr noch gar nicht. Da gibt es auch noch kein Video dazu. Das habe ich vor ein paar Tagen angefangen und jetzt ist auch schon fertig. Und zwar ist es eine Figur eines römischen Legionärs aus der Zeit von Konstantin dem Großen, von Altoris Studio im Maßstab 75 mm. Den Bausatz habe ich ja im Herbst mal vorgestellt im Detail und ja, ich fand die Figur einfach so schön, dass ich die jetzt über Weihnachten einfach mal machen wollte. Mein Hauptziel war hier, meine Fähigkeiten bei der Bemalung mit der Nasspalette ein bisschen zu verbessern. Muss sagen, gewisse Fortschritte mache ich da, aber ich tue mich immer noch ein bisschen schwer. Habe dann auch gemerkt, dass das teilweise auch mit den Farben selber zusammenhängt. Die Revell Acrylfarben eignen sich für Arbeiten mit der Nasspalette eigentlich gar nicht. Da sind die Vallejo oder Live Color Farben wesentlich besser. Und das sehe ich auch an der Figur. Alles, was mit Vallejo oder Live Color gemacht wurde, ist ganz passabel geworden. Und was ich eben versucht habe, mit den Revell Acrylfarben zu machen, ist eher dürftig geworden. Das werde ich mir für die Zukunft merken und dann eben eventuell mir mehr Farben von den anderen Herstellern zulegen. Die Revell-Farben sind großartig für bestimmte Sachen, aber eben für die Nasspalette eher ungeeignet. Das ist mal so ein Tipp, wenn ihr da vielleicht auch mal mitarbeiten wollt, dass ihr das auf jeden Fall bedenkt. Ja, was gibt es hier noch groß zum Sagen? Hier, das Schild ist ganz interessant. Die Embleme hier drauf, das sind Abziehbilder von Peddinghaus. Ist jetzt meines Wissens nach der einzige Hersteller, den ich irgendwie auftreiben kann, der so, Abziehbilder für römische Figuren anbietet. Muss aber sagen, die Abziehbilder sind eher dürftig. Der Trägerfilm ist wirklich extrem dick und auch der Druck ist nicht ganz perfekt. Ja, hätte ein bisschen besser sein können. Trotz allem, das Ergebnis ist immer noch besser als meine handgemalten Embleme. Vor der Schlacht an der Milvischen Brücke hat dann der Konstantin seinen Soldaten befohlen, dass sie auf ihre Schilde dann dieses christliche Chi-Rho-Symbol malen. Und das habe ich hier auch versucht umzusetzen, dass das eben so aussieht, als ob es eben in aller Eile geschehen wäre, dass die Farbe ein bisschen so verläuft und so. Das fand ich ganz interessant und spannend. Und es ist einfach ein interessanter Kontext für die Figur. Zusätzlich habe ich dann am Sockel noch eine römische Münze aus der Zeit von Kaiser Konstantin befestigt. Das ist eine echte Münze, aber die gibt es bei eBay für 2-3 Euro. Also das ist jetzt kein großer Frevel, wenn man das auf einen Dioramensockel oder Figurensockel klebt. Schauen wir uns jetzt an, was ich gerade so in Arbeit habe. Das hier ist mein Diorama zum Thema englischer Bürgerkrieg. Da ist es ein bisschen vorangegangen. Ich habe mich entschieden, hier von Plusmodel diese Dorfmauer in das Diorama zu integrieren. Ist recht preiswert und von der Optik her passt es auch wirklich perfekt in die Epoche rein. Dann konnte ich auch entscheiden, wie groß das Diorama eigentlich werden soll und konnte dann eben auch schon den Sockel vorbereiten. Das ist hier jetzt aber noch der absolute Rohbau. Ist auch gemacht, wie ich das immer mache. Unten drin ist ein Holzbrett,
darauf wurde dann ein Styroporklotz geklebt und außen eben mit Balsaholzplatten verkleidet. Ja, das ist jetzt so ziemlich der Rohbau. Jetzt geht es so an die Feinheiten. Das Gelände muss noch ausgeformt werden. Ich dachte mir, dass ich hier vielleicht eine Schanze baue für das Geschütz mit ein paar so Schanzkörben dabei und so. Hier vielleicht noch eine Pflasterstraße und vielleicht noch ein Baum. Also da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, aber im Großen und Ganzen, das soll jetzt die Aufteilung sein. Mit dem Diorama für den 1944 Gruppenbau ist es nicht vorangegangen. Ja, ich hatte ein paar andere Sachen zu tun. Ja, zum Beispiel den Baubericht mit dem T34 und dem Stuck 3. Da war ich ein bisschen im Verzug und da müssen andere Sachen eben ein bisschen warten. Ja, ist genauso wie das Diorama zum englischen Bürgerkrieg auch ein bisschen sowas, das ein bisschen länger dauert, aber das soll jetzt kein Problem sein. Es ist ja kein Wettrennen. Dann habe ich, wie eben schon erwähnt, für den Baubericht den T34 und das Stuck 3 in der Mache. Ja, der Rohbau ist abgeschlossen, alles ist auch schon gefilmt und editiert und der nächste Teil des Bauberichts ist dann für meine Unterstützer auf Patreon auch schon verfügbar. Alle anderen müssen sich noch ein bisschen gedulden. Ich denke, dass ich damit im Januar, Februar oder März um die Ecke komme. Also ein bisschen Geduld ist noch notwendig. Ja, wie man sehen kann, das Ganze ist für ein Diorama, wo eben hier eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen dargestellt werden soll. Ja, da waren ein paar kleinere Änderungen notwendig, hauptsächlich eben im Fahrwerksbereich, dass die eben entsprechend dastehen und die Pose haben. Ja, Friolketten habe ich drauf und noch ein paar kleinere Änderungen, um eben die Fahrzeuge so darzustellen, wie man sie eben auch auf dem Vorbildfoto sehen kann. Ja, ein paar Fehler habe ich auch gemacht, das weiß ich mittlerweile auch, aber so ist es eben. Nichts ist perfekt, aber es macht viel Spaß und bis hierher bin ich schon mal sehr zufrieden mit den Modellen. Ich denke, dass ich jetzt im Urlaub noch dazu komme, den nächsten Teil des Bauberichts zu filmen. Das wäre dann der dritte Teil, wo es dann darum geht, wie man das Motorrad zusammenbaut und die Figuren und auch den Dioramensockel. Das wird jetzt so das nächste sein, was hier passiert. Dann habe ich auch noch was Neues angefangen, und zwar von Bronco, den Panzerkampfwagen 35T im Maßstab 1:35. Den Bausatz habe ich ja vor einer Weile mal detailliert vorgestellt in dem Video und bin ganz überrascht, dass der wesentlich besser zum Bauen geht, als man eigentlich vermuten würde. Der Bausatz ist zwar extrem kleinteilig und kompliziert, gerade das Fahrwerk, da kommen jede Menge Fotonetzteile und kleine Hebelchen und so weiter ran, damit das auch alles beweglich bleibt. Aber ja, die Passgenauigkeit ist auf jeden Fall hervorragend. Mein Plan sieht vor, ein rumänisches Fahrzeug zu bauen, während der Kämpfe an den Flanken von Stalingrad. Der ein oder andere wird sagen, dass der Bausatz das nicht hergibt, weil die rumänischen R2, wie sie da hießen, ein paar spezifische Merkmale hatten, die der Bausatz eben nicht erlaubt. Ja, das mag stimmen, aber die Deutschen haben im Sommer 1942 einige ihrer ausrangierten 35Ts an die Rumänen abgegeben und die haben diese Fahrzeuge dann eben rund um Stalingrad auch eingesetzt. Von dem her ist es überhaupt kein Problem. Wie schnell es jetzt mit dem Projekt so noch weitergeht, kann ich noch nicht sagen. Das mache ich immer so zwischendurch mal. Da liegt jetzt kein besonderer Fokus drauf. Es kann sein, dass mich es plötzlich packt und dann geht es ganz schnell. Es kann aber auch sein, dass das sich eine Weile zieht. Das sehen wir dann. Also ich würde einfach sagen, lasst euch überraschen. Alles klar, dann schauen wir uns jetzt noch an, was ich mir alles so an neuen Bausätzen seit dem letzten Update zugelegt habe.
ihr sehen konntet, haben es mir Figuren irgendwie angetan. Ich habe mir jede Menge Figuren gekauft in verschiedenen Maßstäben. Ja, ist einfach immer spannend und man kann die immer brauchen. Entweder für kleine Dioramen oder eben auch als Einzelstück, je nachdem. Das finde ich ganz spannend und ja, da möchte ich nächstes Jahr auf jeden Fall ein bisschen mehr machen. Was ich auch nächstes Jahr ein bisschen mehr machen will, ist an Group Builds oder Gruppenbauprojekten teilnehmen. Da war ich dieses Jahr ein bisschen faul und das, was ich angefangen habe, habe ich auch nicht im Zeitrahmen fertiggestellt. Dafür entschuldige ich mich hiermit auch offiziell, aber manchmal ist es eben so. Man kann da einfach nichts erzwingen an der Werkbank. Wenn einen einfach gerade was anderes reizt, dann baut man halt lieber was anderes. Was ich mir aber allerdings fest vorgenommen habe, ist vom Delan, der Gruppenbau, wo es eben um die frühen Kriegsjahre geht, vom Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise auch spanischer Bürgerkrieg und so weiter. Da möchte ich auf jeden Fall mindestens ein Projekt dazu bauen, weil ich das einfach ein tolles Thema finde. Es muss ja nicht immer ein Tiger sein oder ein Panther oder irgend so ein E100, ja, sondern das wirklich Interessante für mich sind eigentlich die Wegbereiter all dieser Entwicklungen. Und das war halt alles in den 20er und 30er Jahren vor allem. Nächstes Jahr wird für mich auf jeden Fall wieder sehr interessant werden. Ich habe viele Termine schon geklärt, wo ich hinfahren werde, auf Ausstellungen. Und ich werde auch wieder sehr viele interessante Leute treffen, die ihr vielleicht auch von YouTube kennt oder auch von woanders her. Das ist alles schon sicher und da freue ich mich schon total drauf. Das wird super spannend und wird auch einen tollen Content für euch ergeben. Jetzt aber genug von den Ausblicken aufs nächste Jahr. Ich habe für euch noch einen kleinen Jahresrückblick oder Jahresbericht vorbereitet. Der wird dann Ende des Jahres noch auftauchen für euch. Ich nehme mal an, am 31. am ehesten, wo man dann nochmal alles sieht, was ich so dieses Jahr gemacht habe, was ich gebaut habe, wo ich überall war. Einfach nur, um das nochmal zusammenzufassen und dass man einfach sieht, was so alles passiert ist dieses Jahr. Es war ja auch sehr spannend und auch sehr produktiv. Gut, dann glaube ich, sind wir am Ende dieses Updates. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr hinüber und wir sehen uns dann 2020 spätestens wieder. Bis dahin, macht's es gut, frohes Basteln, euer Hamika Barkas.